Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach und ohne Schnittmuster diesen Rollkragenpullover hier nähen könnt. Falls euch mein Video gefallen sollte, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch einfach kostenlos meinen Kanal. Weitere Videos und Nähanleitungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ihr benötigt wie immer eine Nähmaschine, dann eine Schneidematte, ein Quiltlineal und ein Maßband zum Abmessen, ein Rollschneider zum Ausschneiden, ein Stift zum Aufzeichnen, Stecknadeln und Stoffklemmen zum Fixieren, dann ein Stoff eurer Wahl. Ich habe hier einen schönen Strickjersey und natürlich zu guter Letzt eine Vorlage. Hier könnt ihr einfach einen Pullover nehmen oder ein Shirt, ja, welches euch halt ganz gut passt. So, den Stoff habe ich mir zunächst rechts auf rechts im Stoffbruch zusammengelegt. Das Shirt habe ich mir in der Mitte gefalten und bündig an die Stoffkante gelegt und mit Nähgewichten fixiert, damit es nicht verrutscht. So, wir pausen jetzt mit dem Stift erstmal die Vorderseite des Shirts ab. Zunächst fange ich hier unten an. Wenn ihr an der Armhöhle angekommen seid, dann klappt ihr euch den Stoff nach hinten und zeichnet hier auch entlang der Naht. So, das T-Shirt hier hat ja einen ziemlich tiefen Ausschnitt. Das möchte ich jetzt bei meinem Rollkragenpullover anders haben. Deswegen setze ich mir hier die Markierung etwas höher an und verbinde dann einfach diese Markierung mit der Schulter händisch miteinander. Das Vorderteil ist nun fertig abgepaust und die Vorlage kann dann erstmal wieder entfernt werden. Bevor wir dann alles ausschneiden, muss noch die Saum- und die Nahtzugabe zugefügt werden. Hier unten am Saum nehme ich immer so 2 bis 3 cm. In diesem Fall 2 cm. Genau. Für die Nahtzugabe bindet ihr euch einfach 2 Stifte zusammen, und zwar haben die Minen einen Abstand von genau 1 cm. Und zwar fahrt ihr mit dem einen entlang der Naht und der andere zeichnet euch sozusagen eure Nahtzugabe ein. Das ist eine super schnelle Methode, um die Nahtzugabe einzuzeichnen und macht sich wirklich super. Ihr könnt das aber auch gerne anders machen. Die Nahtzugabe wird dann überall dort zugefügt, wo genäht wird. Die Saumzugabe unten lasse ich jetzt hier in dem Fall weg. Und zwar deswegen, weil ich ein ziemlich langes T-Shirt verwendet habe und ich möchte, dass halt mein Rollkragenpullover etwas kürzer wird. Genau. Ansonsten müsst ihr, wie gesagt, 2 bis 3 cm unten zufügen. Dann solltet ihr euch jetzt noch raufschreiben, was ihr abgepaust habt. Also bei mir ist das jetzt hier das Vorderteil. Und dann kann alles ausgeschnitten werden und mit dem Rückteil verfahrt ihr genauso. Wenn ihr das dann habt, sind auch schon die Ärmel dran. Hierfür habe ich mir den Stoff auch im Stoffbruch zusammengelegt. Die eine Seite des Ärmels dann wieder mit Nähgewichten fixiert und jetzt können wir wie vorhin an den Konturen des Ärmels entlang fahren. Ein Ärmel besteht ja immer aus einer Vorder- und einer Rückseite. Um die andere Seite aufzuzeichnen, klappen wir den Ärmel einmal um und legen ihn an die eben gezeichnete Kante. So, und pausen auch hier einmal ab. Wenn ihr das habt, dann kann die Vorlage wieder entfernt werden. Ihr solltet euch dann noch markieren, welches die Vorder- und welches die Rückseite ist. Dann werden die Nahtzugaben wieder eingezeichnet und hier natürlich auch wieder unten die Saumzugabe. Ich verwende hier 2 cm. Im Anschluss wird dann alles ausgeschnitten. Wenn ihr dann alles ausgeschnitten habt, dann müsstet ihr ein Rückteil, ein Vorderteil und 2 Ärmel vorliegen haben.
Das Vorderteil und das Rückteil legen wir zunächst rechts auf rechts übereinander und fixieren beide Teile an den Schultern. Wir nähen die Schultern jetzt mit einem dehnbaren Stich zusammen. Jetzt können die Ärmel angenäht werden. Diese legen wir mit der richtigen Seite rechts auf unser Oberteil und fixieren hier erst die Mitte mit der Schulternaht. Im Anschluss fixiere ich dann die linke und die rechte Seite. Hier solltet ihr auch noch mal gucken, ob auch die Vorderseite des Ärmels auf eurer Vorderseite liegt und die Rückseite auf der Rückseite. Im Anschluss fixiere ich dann auch noch ein paar Mal mittendrin, das näht sich dann einfach besser. Wenn ihr alles fixiert habt, dann näht ihr hier mit einem dehnbaren Stich entlang. Ich nehme hier für meine Overlock, ihr könnt aber auch gerne die ganz normale Nähmaschine nehmen und hier einfach einen Zickzackstich einstellen. Genau das gleiche macht ihr dann auch mit dem anderen Ärmel. Wenn dann die Ärmel angenäht sind, dann machen wir Folgendes, und zwar legen wir jetzt alles rechts auf rechts bündig zusammen. Und zwar fixieren wir hier erst die Achselnähte, und zwar beachten wir dabei, dass auch wirklich hier Naht auf Naht liegt. Das funktioniert am besten, wenn die eine Naht in die eine und die andere Naht in die andere Richtung schaut. Die eine Seite ist jetzt hier fixiert, das Ganze macht ihr natürlich auch auf der anderen Seite. Was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, ist, dass ich mir an den Ärmeln und hier unten am Saum das Ganze immer noch mit der Overlock versäuber. Ich finde, das sieht dann einfach besser aus. Das müsst ihr aber nicht unbedingt machen, wenn ihr keinen Stoff habt, der ausfranst. So, wir gehen hier nun auch wieder mit einem dehnbaren Stich entlang. Ich nehme hierfür auch wieder die Overlock. Ihr könnt aber auch gerne die normale Nähmaschine nehmen und hier einfach einen dehnbaren Stich, wie zum Beispiel den Zickzackstich, einstellen. Wenn ihr das dann zusammengenäht habt, dann sollte das in etwa so aussehen. So, dann nehme ich mir jetzt mein Maßband und messe mir erstmal den Umfang des Halsausschnittes aus. So, das macht dann bei mir ca. 43 cm. Diese 43 cm nehmt ihr mal 0,8, wenn ihr einen schön dehnbaren Stoff habt. Das macht dann 34 cm. Dann nehme ich mir hier noch 2 cm Nahtzugabe. Das macht für die Länge dann 36 cm. Ihr müsst also ein Stoffstück zuschneiden, das eine Länge von 36 cm hat. Und in der Höhe nehme ich hier 38 cm. So, ich habe mir mein Rechteck hier bereits zugeschnitten. Wie gesagt, das hat eine Länge von 36 cm und eine Höhe von 38 cm. Dieses lege ich mir jetzt rechts auf rechts übereinander. An der langen Seite nähe ich das Ganze dann mit einem Geradstich zusammen. So, die Nahtzugabe solltet ihr dann nochmal auseinander bügeln und dann kann das Ganze auch schon in der Mitte gefalten werden. Hier auch wieder darauf achten, dass ihr schön Naht auf Naht legt und so, dass halt alles schön bündig ist. Um den Rollkragen dann später gleichmäßiger annähen zu können, mache ich Folgendes. Und zwar teile ich mir den Rollkragen in 4 gleich große Abschnitte ein, und zwar setze ich mir Knipse. Und zwar zunächst hier an den Ecken. Dann lege ich mir die beiden Ecken übereinander. Eine Markierung ist ja sozusagen schon durch die Naht gegeben, und setze hier an der Ecke noch ein. So.
Das gleiche mache ich dann auch mit dem Pulli. Und zwar lege ich mir zuerst hier die Schulternähte übereinander und habe hierdurch die vordere und die hintere Mitte, wo ich mir auch Knipse setze. Anschließend lege ich mir dann die beiden Markierungen übereinander und setze mir dann an den anderen Seiten auch 2 Knipse. Im Anschluss können wir den Rollkragen fixieren. Hierzu drehen wir den Pulli erstmal auf links. Danach stecken wir den Rollkragen rechts auf rechts in den Pulli. Hier fixieren wir zunächst die Naht des Rollkragens mit der hinteren Markierung am Pulli. Im Anschluss könnt ihr dann alle anderen Markierungen übereinander legen und fixieren. Damit sich das Ganze dann später leichter annähen lässt, fixiere ich auch gerne nochmal zwischendrin. Das müsst ihr aber auch nicht unbedingt machen. Wenn dann alles festgesteckt ist, kann der Rollkragen angenäht werden. Hier gehe ich kurz an der Naht des Rollkragens mit einem geraden Stich rüber, nur ganz kurz, damit der halt nicht mehr verrutscht und schön mittig liegt. Anschließend nähe ich den Rollkragen gedehnt mit der Overlock an. Ihr könnt aber auch hier die normale Nähmaschine nehmen und hier einfach einen Zickzackstich einstellen. Der Rollkragen ist nun angenäht und somit ist das gute Stück auch schon so fast wie fertig. Jetzt müssen nur noch die Ärmel und hier unten der Bund gesäumt werden. Hierzu hatte ich ja eine Saumzugabe von 2 cm mit einberechnet. Diese schlage ich mir nach innen und säume das Ganze dann mit der Zwillingsnadel. Das sieht eigentlich immer ganz schick aus. Nach dem Säumen ist der Rollkragenpulli auch schon fertig. Das ging doch ganz schnell und ist doch ganz gut geworden, oder? Falls euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch kostenlos meinen Kanal. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video, eure Stoffmieze.